Und ich begrüße Sie wieder bei Radio 93.3 zu unserer täglichen Umfrage. Der Sommer ist da, die Studierenden stehen kurz vor den Semesterferien. Und wir haben Sie gefragt, was macht euch Stress? Als erstes sprechen wir mit Claudio von der Technischen Universität Berlin. Hallo Claudio. Hallo. Also, ich habe nächste Woche Zwischenprüfungen und ich bin total im Stress. Ich kann nachts schon nicht mehr schlafen. Besonders schlimm finde ich, dass wir so viele Prüfungen auf einmal haben. Nächste Woche habe ich 3 Prüfungen und dann nochmal 2. Das klingt wirklich anstrengend. Bist du denn gut vorbereitet? Ich glaube schon, aber ich bin immer ziemlich nervös. Dann viel Erfolg, Claudio. Du schaffst das schon. Und unsere nächste Anruferin ist Romy. Hallo, Romy. Hallo, ja, hier ist Romy aus Rostock. Also, ich habe nächste Woche eine schwierige mündliche Prüfung und ich habe total Angst vor mündlichen Prüfungen. Wenn ich Zeit zum Denken und Schreiben habe, dann habe ich kein Problem. Aber in der mündlichen Prüfung muss man die Antwort sofort wissen. Du hast also Angst davor, dass dir die Antwort nicht gleich einfällt. Genau, und dann werde ich nur noch nervöser. Immer cool bleiben, Romy. Du schaffst das bestimmt. Vor dem nächsten Lied nehmen wir noch Jorgos dran. Jorgos, was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass ich im letzten halben Jahr viel gejobbt habe und deshalb oft nicht in den Kursen war. Da fehlt mir jetzt natürlich der Stoff. Wenn ich dann im Kurs bin, blicke ich es oft einfach nicht. Ich lerne viel, aber vielleicht reicht das nicht. Können dir denn die anderen Studenten nicht helfen? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass die oft auch nicht alles verstehen. Aber wahrscheinlich doch mehr als ich. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass ihr trotzdem alle die Prüfungen gut schafft und danach in den Ferien ausruhen könnt. Jetzt hören wir aber erstmal Musik und dann geht es Schönen guten Morgen hier bei unserer Sendung. Heute ist der Internationale Tag der Sprachen und ich freue mich sehr, dass ich heute 2 Gäste hier bei mir im Studio habe. Beide haben interessante Berufe im Bereich Sprache. Bei mir im Studio sind Mira Devi und Jonas Wellmann. Vielen Dank fürs Kommen. Hallo. Guten Tag. Frau Devi, was bedeutet Sprache in Ihrem Beruf? Also, ich arbeite eigentlich den ganzen Tag mit Sprache. Ich lese Texte und Artikel, ich höre viel Radio und bin auch viel im Internet. Ich bin nämlich Journalistin. Ich schreibe für ein Politikprogramm im Fernsehen und suche ständig nach Informationen und Nachrichten. Meine Themen sind Politik. Und manchmal mache ich auch etwas zur Wirtschaft. Das klingt interessant. Aber sitzen Sie dann den ganzen Tag vor dem Computer? Nein. Ich arbeite natürlich am Computer, aber ich bin auch oft unterwegs. Ich mache viele Interviews, gehe zu Veranstaltungen, telefoniere mit Menschen oder bespreche etwas mit meinen Kollegen. Das mache ich meistens auf Deutsch und manchmal auch auf Englisch. Leider kann ich keine anderen Sprachen so gut, aber es gibt ja auch tolle Programme zum Übersetzen. Das stimmt. Herr Wellmann, was ist denn Ihr Beruf? Ich bin Flugbegleiter und fliege heute noch nach Mailand. Mailand? Wie schön. Das klingt ja nach einem interessanten Beruf. Erzählen Sie mal, welche Sprachen brauchen Sie denn bei Ihrer Arbeit? Also ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch und ein bisschen Italienisch. Ohne Englisch geht gar nichts. Und im Moment mache ich einen Russischkurs. Viele unserer Fluggäste kommen aus Russland. Mein Beruf ist schon toll. Also es stimmt schon, was viele sagen. Er ist anstrengend, manchmal auch stressig, aber eben auch sehr interessant. Ich habe mit Menschen aus aller Welt zu tun. Das gefällt mir sehr gut. Ihre Arbeit macht Ihnen wohl wirklich Spaß. Aber gibt es denn auch etwas, das Ihnen an Ihren Berufen nicht gefällt? Frau Devi, wie ist das bei Ihnen? Also, im Prinzip bin ich sehr zufrieden. Ich verdiene ganz gut und muss nur manchmal am Wochenende oder nachts arbeiten. Das passt schon. Ein Nachteil bei mir ist, dass ich viel unterwegs bin. Ich muss öfters nach Berlin oder Brüssel. Eigentlich ist das ja schön, aber für mich gerade nicht gut. Denn ich habe Familie
Und meine kleine Tochter vermisse ich sehr, wenn ich unterwegs bin. Was ist der Nachteil an Ihrem Beruf, Herr Wellmann? Das Gehalt passt bei mir auch und das viele Reisen ist für mich okay. Nachteile gibt es aber natürlich auch als Flugbegleiter. Eigentlich gibt es 2 große Nachteile. Meine Arbeitszeiten sind ganz anders als die von meinen Freunden. Oft bin ich mehrere Tage und auch am Wochenende unterwegs. Immer dann, wenn meine Freunde Zeit haben und etwas mit mir unternehmen möchten. Und das andere ist, dass ich überall in der Welt bin, aber ich kann mir selten etwas ansehen, weil ich keine Zeit dafür habe. Ich sehe also wenig von den Städten und Ländern. Das finde ich besonders schade. 1. Hast du den spannenden Film über Finnland gesehen? 2. Spannend? Ich mag Filme über andere Länder, aber das war nicht spannend. 3. Am Dienstag habe ich einen dringenden Auftrag bekommen. 4. Vor dem Urlaub ist immer alles dringend, aber dann hast du 10 Tage Pause von den Aufträgen. 5. Am Abend habe ich fast immer frei. Das finde ich an meinem Job super. 6. Manche Kollegen müssen auch an den Abenden und am Wochenende arbeiten. Hallo, ich möchte euch das Projekt Vorleser vorstellen. Das ist ein Projekt hier bei uns in der Stadt. Ich habe das Projekt gewählt, weil es mir gut gefällt und weil ein Freund von mir mitmacht. Nun, was ist das genau, das Projekt Vorleser? Zuerst spreche ich über das Projekt selbst, dann spreche ich über die Gründe, warum es das Projekt gibt. Zum ersten Punkt. Das Projekt ist ganz einfach. Junge Leute lesen alten Menschen 1- oder 2-mal pro Woche eine Geschichte oder einen Text aus der Zeitung vor. Dann reden sie mit ihnen und erfahren etwas aus ihrer Welt. Mir gefällt besonders, dass beide Seiten sich so besser kennenlernen. Das Projekt gibt es seit 5 Jahren, weil man die Kommunikation zwischen Jung und Alt verbessern wollte. Kurz gesagt, Vorleser heißt also nicht, die Jungen unterhalten die Alten, beide Seiten werden aktiv und hören der anderen Seite zu. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen?